Servus, mein Name ist Samuel Golter. Ich komme aus dem schönen Württemberg. Ich bin leidenschaftlicher Jäger, Pächter zweier Reviere und habe dementsprechend auch einiges an Wildbret, das ständig anfällt. Bisher haben wir hier mit eher etwas kontraproduktiven mit Notlösungen gearbeitet und die Idee kam dann recht schnell, dass wir eine ordentliche Wildkammer benötigen. Ja, das Problem ist dann meistens, dass man dann eine Baugenehmigung braucht oder sonstiges, dass man einfach irgendwo fest was verbaut und dann bin ich irgendwann über diese Idee des mobilen Zerwirk- und Kühlcontainers gestoßen und bin dann nach langer Recherche auch dann an die Firma Cabero geraten. Gut, aufmerksam geworden auf die Cool Cabin bin ich wie gesagt durch Recherche auf dem Markt. Es gibt nicht so viele Hersteller. Es gibt wirklich von bis alles und hier hat mich einfach zum einen die Qualität überzeugt von der Verarbeitung her. Wirklich, da gibt es gar nichts dran auszusetzen. Auch die Dämmleistung von den verbauten Klimapanelen wirklich gigantisch. Die Kühlleistung ist absolut überragend. Also sowas hätte ich mir nicht vorstellen können vorher. Man kann hier wirklich sehr, sehr gut, sehr schnell auf die Zieltemperatur runterkühlen, ohne dass dabei auch das Wildbret großartige Austrocknungsverluste erleidet. Ja, von der Firma Cabero wurde mir damals unter anderem auch angepriesen, dass durch die speziellen verbauten Kühlaggregate und die Verdampfereinheiten so gut wie keine Flüssigkeit oder Feuchtigkeit aus dem Wildbret herausgezogen wird, was natürlich auch irgendwo Gewichtsverlust bedeutet. Habe ich am Anfang nicht ganz so glauben können. Man kennt es ja, man hängt der Reh abgezogen ins Kühlhaus und nach wenigen Stunden hat man dann gewisse Trocknungserscheinungen an der Haut. Es wird ein bisschen ledrig. Man muss nachher ziemlich viel rausschneiden, hat viele Abschnitte und dadurch entsprechend natürlich auch Wildbretverluste. Spürt man natürlich auch im Geldbeutel. Ich habe die letzten Tage einen Versuch gemacht mit einem kleinen Frischling, den wir in einer Maisjagd bekommen haben. Der lohnte sich eigentlich nicht zu verwerten. Den habe ich dann aus der Schwarte geschlagen, habe den dann direkt vor so ein Kühlaggregat hingehängt. Also der war wirklich direkt in diesem Kaltluftstrom mehr oder weniger. Und nach 6, 7 Tagen war er immer noch schön glänzend. Wäre noch voll verwertbar gewesen, wenn ich den verwerten hätte wollen. Also wirklich ganz gut. Versprechen eingehalten. Wofür ich mich auch entschieden habe, bei den Optionen, die es zu dieser Cool Cabin dazu ist zum Beispiel auch diese Ausführung der Schweißwanne vor der Kabine. Ich persönlich mag die Idee, dass man wirklich die ganzen Schmutzanfälle oder auch der ganze Schweiß, der in so einem Wildkörper dann drinnen entsteht beim Aufbrechen, dass der irgendwo gesammelt dann abgeführt werden kann und hier nicht ein ganz großer Vorplatz mehr oder weniger verunreinigt ist. Saubere Lösung. Man bricht hier direkt an der Kabine auf mit der Seilwinde vorne dran, kann hier sauber alles ausspritzen und das ganze Schmutzwasser, der ganze Schweiß fließt komplett weg, kann sauber entsorgt werden. Wirklich sehr gute Lösung. Gut, eine weitere Option, die ich zu dem Paket gewählt habe, war auch diese zweite Kühlraumtür. Als Eingangstür in die Zerwirkeinheit sozusagen. Ganz einfacher Grund, Isolierleistung von so einer Tür ist wesentlich besser. Diese Kabine ist ausgestattet mit der Twin Power. Das heißt, ich habe in meinem Kühlraum hinten ein Aggregat und vorne ein Aggregat. Ich kann beide Räume unabhängig voneinander kühlen und ganz klar Energie sparen und passt. Wirklich gute Lösung so. Wenn ich jetzt mit einem erlegten Stück Wild hier an die Kabine anfahre, komme ich von hier, lass mit der Seilwinde einen Spreizhaken runter, da wird das Wild dann eingehängt. Auch das mit den Rohrbahnen, wirklich sehr, sehr praxisnahe Lösung. Also da hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht. Auch wenn diese Rohrbahn dann in den Raum reingeht, sind dann hier diese Klappen verbaut. Weiterer Isolationsvorteil, ganz klar. Insekten, Fliegen haben keine Chance, in diese Kabine zu verkommen. Es ist jetzt wesentlich praktischere Lösung wie jetzt diese ganz einfache Kunststoffflappen oder diese Kunststoffmattenlösungen. Also
Funktioniert wirklich sehr gut. Ich ziehe das Wild hier hoch, breche es hier direkt über der Schweißwanne auf, reinige es und kann dann ganz bequem ohne großen Kraftaufwand über diese Klappe, über die Rohrbahn in die Kabine reinfahren mit dem Wild. Gut, wenn man dann zur Innenausstattung von der Cool Cabin kommt, hier jetzt im Zerwirkraum, hier ist wirklich nur das Nötigste verbaut. Ich wollte hier nicht zu viel Material verbaut haben, einfach aus Gründen der einfachen Reinigung. Ganz toll, beispielsweise ist jetzt dieser Zerwirktisch komplett an die Wand anklappbar, ausgestattet mit gewissen Aussparungen, mit einem Schneidebrett, das man ganz klassisch im Metzgerfachhandel auch nachbestellen kann. Kann man abhobeln, wenn es mal gewisse Verschmutzungen gibt in den Messerriefen drin. Diese Breite reicht eigentlich tatsächlich für 2 Personen aus, wenn die hier drin arbeitet. Also wir stehen hier zu zweit. Wir haben hier unten dann unsere roten Kisten stehen. Wir können unser Abschnittfleisch hier durch diese Öffnungen durchlassen. Es reicht vom Platz, also ist wirklich sehr gut gemacht. Einfach zu reinigen, unempfindliches Material. Und wie gesagt, diese Möglichkeit des Anklappens an die Wand, zum einen läuft das Wasser sauber ab, es trocknet alles sauber ab, es steht nirgends irgendwo die Suppe sozusagen. Und ja, man hat dann einfach noch mal ein bisschen mehr Lagermöglichkeit. Also da bin ich wirklich ganz zufrieden mit. Ja, hier sehen wir jetzt die Steuerung des Twin Power Systems. Wie vorher erwähnt, ich habe hier in meinem Verarbeitungsraum ein Aggregat, ich habe hinten in meinem Kühlraum ein Aggregat. Ich kann beide separat regulieren, ich kann beide auf verschiedene Temperaturen einstellen. Hier vorne im Verarbeitungsraum oder im Zerwirkraum kühle ich auch gern mal ein stärkeres Stück Wild vor. Hier habe ich dann die Temperatur irgendwo zwischen 6 und 8 Grad eingestellt, damit der Wildkörper einfach schon mal ja, ein bisschen runterkühlen kann, bevor er dann in die tatsächliche Kühlkammer nach hinten kommt. Zu den Steuerungsmöglichkeiten ganz einfach, Zieltemperatur einwählen, leichte Anwahl oder leichtes Einstellen der Zieltemperatur. Absolut unkompliziert. Ich habe hier noch nie eine Bedienungsanleitung gebraucht, erklärt sich eigentlich alles von selbst. So, jetzt stehen wir hinten in meiner Kühlkammer. Ich habe hier eine etwas größere Variante gewählt, da bei mir doch mal auch eine größere Strecke anfällt. Ich habe auch etliche Jäger im Umfeld, die mir ihr Wild bringen. Ja, also ich habe jetzt hier 2 Rohrbahnen drin. Es gibt auch noch die Möglichkeit, mit Wandgehängen zu arbeiten. Ich komme so perfekt zurecht und ich würde behaupten, ich bekomme hier ganz gut Wild rein. Also für mich absolut ausreichend. Die Stellung der Wand und auch die Anzahl der Rohrbahnen oder wie man das hier alles gestaltet, kann man frei konfigurieren bei der Firma Cool Cabin. Ich denke mal, hier findet jeder die perfekte Lösung für sich.